Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie und habe euch eine Folge vom QS-Tag 2025 aus Frankfurt mitgebracht. Bei mir zu Gast war Holger Santelmann. Holger hat uns mitgenommen in die Welt der sicheren Entwicklungsprozesse, die für viele Unternehmen immer relevanter werden. Und wenn es um Sicherheit und Prozess geht, dann sind Normen nicht weit und er beschreibt uns seinen Weg, wie er eine Norm, nämlich genauer gesagt die 6244341, echt schätzen gelernt hat, was uns vielleicht auch nochmal eine Perspektive drauf gibt, dass Normen nicht immer nur trocken und böse sind. Also böse sind sie eh nie, aber trocken manchmal schon. Na, wie dem auch sei. Er beweist uns das Gegenteil, also hört rein und viel Spaß bei der Folge. Hallo Holger, schön, dass du da bist. Ja, hallo Richie. Vielen, vielen Dank für die super nette Einladung und ich freue mich, dich auch kurzfristig kennengelernt zu haben durch die Einladung zum QS-Tag, wo ich als Referent was vortragen durfte. Ja, ich finde das super. Wir haben uns ja vorher noch nie irgendwie gesehen, gehört oder sonst was, außer in dem Vorgespräch natürlich zu dem Podcast. Aber ich schaue ja immer so ein bisschen die Speakerliste durch und hier am QS-Tag so ein bisschen gescreent und dann ist mir dein Thema in die Augen gestochen. Da war nämlich irgendeine Normnummer. Ja, die 62443-4 und /1. Genau, da musst du uns gleich sagen, was das ist. Aber was so für mich der Kern war, du hast das irgendwie im Abstract schon vermittelt, dass man das schafft, so ein Standard wohlwollend zu sehen und gut umzusetzen. Und das war so ein bisschen Balsam auf meine geschundene Normenseele. Ja, die finalen Worte waren, wie wir quasi ich nenne es mal, Prozessstandard, was der 62443 im industriellen Umfeld ist, bei uns im Unternehmen eingeführt haben und der Tenor war, wie ich ihn lieben lernte. Und das ist ja schön. Also da könnte man fast ein bisschen rührig werden dabei. Worum geht es in dieser Norm? Was beschreibt denn die? Also jetzt nicht im Detail, aber so, damit wir mal ein Bild haben. Also die Norm beschreibt quasi, wie man sichere Software entwickelt. Und das ist wichtig. Das ist eine Norm, habe ich gerade gesagt, aus dem industriellen Automatisierungs- und Systemsteuerungsbereich und gibt halt vor, vom Beginn einer Software, also vom Anfang, vom Design bis zur Wartungsphase, wie die Software sicher zu entwickeln ist. Und die /1 ist eine ein Prozessstandard, den es einzuhalten geht. Das Schöne an diesem Prozessstandard ist, dass er sehr konform zum CAA ist. Das ist der Cyber Resilience Act. Der Cyber Resilience Act ist so im Jahr 2024 im Dezember in Kraft getreten und verpflichtet Hersteller digitaler Produkte, dass sie eine Cybersicherheit nachweisen in ihren Produkten, also dass sie auch secure entwickelt haben. Und das betrifft aber auch bestehende Produkte. Und dieser Cyber Resilience Act hat unter anderem sowas wie Software sollte schon im Auslieferungszustand sicher sein. Heißt, man sollte berücksichtigen, dass man Verschlüsselung aktiviert hat, dass man die Angriffsfläche minimiert, indem man unnötige Interfaces abschaltet und. Das heißt, es gibt die unterschiedlichsten Bereiche, wo Anforderungen gestellt wird, dieses gilt zu erfüllen. Unter anderem auch das Schwachstellenmanagement, dass man sich seine Schwachstellen offenlegt, quasi sich überlegt, wie man sie angehen möchte, also bewertet und auch Updates wieder für die Endkunden bereitstellt. Und auf der anderen Seite stellt es auch relativ gute Anforderungen an die Dokumentation, die zu erstellen ist. Das heißt, Sicherheit kann man ja auch dokumentieren. Das heißt, man muss halt nachweisen im Cyber Resilience Act unter anderem, wie man quasi seine Software gestaltet hat. Und was noch eine schöne Sache ist, sie zwingt die Hersteller auch darüber nachzudenken, ob sie wirklich jede Third-Party-Library verwenden sollten. Ja. Das heißt, es gibt ein Third-Party-Bewertungsschema. Das heißt, ist denn die Third-Party-Library im aktuellen Umfeld dafür geeignet? So. Und was noch ist, man sollte eine SBOM generieren, also Software Bill of Material, die beschreibt, was man alles so verbaut hat, also eigene Komponenten und externe. So, das ist der CAA.
Der ist 2024 in Kraft getreten. Ja, 2026 beginnen quasi die ersten Meldepflichten. Das heißt, Leute sind halt verpflichtet, Schwachstellen offenzulegen. Und 2027 soll er in der Theorie im Dezember halt voll in Kraft treten. So. Aber wir reden ja eigentlich die ganze Zeit über die 62443-4-1. Was das Schöne daran ist, dieser Prozessstandard erfüllt sehr, sehr viele Anforderungen an den Prozess vom CAA. Das heißt, der CAA ist eigentlich wieder der rechtliche Rahmen, ne? Und die 62443, ne, ich nenne sie jetzt nur noch Strich 1, ist ein schöner Werkzeugkasten, um die Prozessanforderungen umzusetzen. Dies geschieht aber nicht vollumfänglich. Weil der CAA setzt auch noch voraus, dass man Security Requirements unter anderem berücksichtigt. Ne? Und da kommt von der 62443 die Strich 2 ins Spiel. Das ist ein Anforderungskatalog, ne, der an Produkte oder Komponenten im industriellen Umfeld bestimmte Anforderungen stellt, ne, damit sie als sicher gelten und auch wie Authentifizierung. Ne. Und das heißt, es ist ein riesengroßer Katalog. Man kann sich auch nach der 62443, ne, später Strich 2 auch zertifizieren lassen. Aber das setzt voraus, dass man komplett den Strich 1 auch durchlaufen ist. Das heißt, einmal den Prozess durchlaufen ist und dann alle Anforderungen erfüllt hat. Das heißt also, ein gutes Hilfsmittel, wenn ich quasi den Cyber Resilience Act erfüllen möchte, ist quasi, ich schnapp mir die Norm und beide und setze die quasi um. Und plus eine S-Bomb. Ja, genau. So, und dann hat man das schon. Und warum ist das so spannend? Das Spannende ist quasi, dass ja auch die 62443 auch bestimmte Standards voraussetzt, wie, ne, also man hat ich nenne es mal Security Management. Das setzt voraus, dass man einen securen Prozess hat. Darum geht es ja. Wir haben diesen Prozess bei uns einzuführen. Der setzt auch wieder voraus, dass man sich Gedanken macht, wie möchte man die Trainings gestalten. Das heißt, man muss Prozesstrainings machen, man muss Security-Trainings machen, das ist das eine. Man muss Konzepte fürs Assessment niederlegen. Ne? Man muss auch überlegen, wie man seine Security-Requirements reinbekommt. Ne? Security-Requirements können aus dem Threat-Model zum Beispiel entstehen. Das heißt, wir lernen, das Threat-Model muss ich auch betreiben. Ne? Und auf der anderen Seite können die aber auch wieder aus der Norm rauspurzeln oder von dem Kunden selber kommen. Das heißt, man muss sich überlegen, wie gehe ich auf Security Requirements ein. Und was eine noch richtig schöne Sache ist, die sehr spannend ist, ich brauche eine Independence of Testers. Das heißt, ich muss außerdem das auch gewährleisten, dass meine Tester unabhängig sind. Ne? Das sollte man so ab dem, ich nenne es mal Test-Level Integration Test, gewährleisten für security-relevante Requirements. So, jetzt hole ich mal kurz weiter aus. Da muss man sich dann überlegen, wie macht man das? Was heißt Unabhängigkeit? Also es darf nicht eine Person sein, es sollte ein Vier-Augen-Prinzip sein. Das heißt, jemand implementiert was schön und ich nenne es mal, ersetzt ein Security-Requirement. Das wird meistens in Form eines Features gemacht. Das heißt, Features, ein oder mehrere können ein Security Requirement wie Logging oder irgendwas anderes umsetzen. Das heißt, ein Feature ist dadurch dann auch schon security-relevant. Security-relevante Features gilt es unter anderem, ich habe auch gesagt, man muss ja auch eine Traceability zu gewährleisten, auch zu flaggen, dass sie security-relevant sind. Und dann tritt auch sowas in Kraft, dass unter anderem ein Review stattfindet. Beim Review, da ist unter anderem ein Security, ich nenne es mal Officer, Architekt beteiligt, der PO ist beteiligt, aber auch ein QA-Ingenieur. Das heißt, hier möchte man sehr schnell die Fehlhandlungen ausschließen, ne? Und quasi dann auch die Fehler schon finden, also den Fehlzustand aufdecken, ne, den man vielleicht in einem Dokument auch hat. Und dann wird nochmal eine Runde gedreht. Das heißt, alle müssen unterschreiben, was so ein Feature ist. Selber die Security Requirements, die umgesetzt werden sollen, werden auch nochmal vorher gereviewt, ob sie zum Projekt passen. Das heißt, der 62443-2 gibt es halt so Einstufungen von, wie man quasi sein Produkt sieht, in welchem Security-Level. Deswegen von 1 an Unintentional Use bis 4. Das heißt, Geheimdienst versucht einzubrechen. Und jetzt muss man sich irgendwo wiederfinden, in welchem Kontext man quasi seine eigene Software sieht. Dementsprechend macht man quasi ein Dokument, was das Security-Kontext
beschreibt, das Environment, und leitet dann einher, wo man sich wiederfindet. Meistens so bei uns in unseren Fällen zwischen SL1 und SL2. Wir machen keine hochsicherheitskritischen Sachen, die es zu schützen gilt. Können wir auch, aber Standard ist so SL2. Heißt, bei SL2 muss man auch einen höheren Aufwand betreiben, um es später abzusichern. Kann ich nochmal später drauf eingehen. Aber ein entscheidender Punkt ist, dass hier auch die Features beschreiben müssen, wie sie es umsetzen und ein Review stattfindet und auch dieser Level vorgibt, welche Security Requirements wieder passen. Ja. Das heißt, wir haben ja vorhin gelernt, man kann ja diesen außer Strich 2 auch alle importieren. Man kann dann noch seine eigenen Security Requirements noch importieren. Und diese werden alle quasi einmal analysiert, wie sie zu diesem Produkt passen. Passen sie da rein, treffen sie zu. Also da gibt es halt auch unter anderem Requirements, die in technischer Natur mehr so auf Hardware-Ebene sind, was nicht zutreffend ist. Das heißt, da findet das erste Review statt, dann wird das in unterschiedlichste Features gekippt und die werden dann auch nochmal gereviewt. Diese Review-Schritte und sowas, das ist dann schon alles Teil dieser Prozessnorm, ne? Also das ist dann quasi damit drin, was ich dann irgendwie umsetzen muss, um das zu erfüllen, ne? Genau, das heißt, man hat auch den Nachweis. Also wir haben das bei uns so eingeführt, ist auch eine schöne Sache und man hat dann auch den Nachweis, dass es nicht eine eigenständige Sache ist. So, und jetzt wird das auch umgesetzt und da gibt es dann halt auch unter anderem auch einen Implementierungsprozess, der voraussetzt, dass Code nach den Best Practices umgesetzt wird, aber auch Code gereviewt wird. Deswegen, da werden auch Unit-Tests geschrieben. Wir haben eine Vorgabe Branch Coverage von am liebsten 100%, für sicherheitskritische Komponenten, bis runter 80%, wenn sie Setter und Getter beinhaltet, die vielleicht nicht interessant sind, aber es sollte dann durchs Code-Review laufen. Das heißt also, deswegen habe ich vorhin gesagt, bei Security-Features, die umgesetzt werden, ist der QA-Ingenieur, kommt dann meistens so Integrationstest-Level mit dazu, dass er sich Gedanken mit dem Team macht. Und da gilt es dann auch, diese Unabhängigkeit zu wahren. Und jetzt den Bogen wieder zurück. Unsere Firma hat ja versucht, die Independence of Tester zu gewährleisten. Und Independence heißt auch, es sollte ein 4-Augen-Prinzip sein und sie sollten bitte nicht zu ein und denselben Gruppenleiter berichten. Ja. So, das ist in kleinen Unternehmen ein Problem. Wir haben das halt so gelöst. Unsere Firma ist unter anderen auf 3 Säulen aufgebaut. Das ist der Mitarbeiter an sich. Wir haben halt, die Gruppenleiter haben nicht so viele Gruppenmitglieder. Wir haben meistens, also Durchschnitt ist das bei uns, so bis so 18 Leute unter sich, mit denen sie sich regelmäßig heißt wirklich einmal die Woche austauschen, um sie auch zu entwickeln. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe, glaube ich, aktuell nur einen, der aus der Fachdomäne kommt, Qualitätsengineering. Alle anderen sind fachfremd, was auch schön ist. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 und dieselben Leute mir berichten, erstmal schon mal ein bisschen aufgehoben. So, wir haben dann halt noch das normale Projektgeschäft, das ist eine weitere Säule bei uns. Und wir haben Kompetenzcenter. So, Kompetenzcenter sind die unterschiedlichen, würde ich mal sagen, die Domänen unserer Firma, unter anderem Implementierung, da gibt es Kompetenzcenter für General Development oder mehr Mobile Development. Oder wir haben auch ein ganz tolles Kompetenzcenter, das heißt Quality Engineering. Und da treffen sich quasi alle Qualitätsingenieure jetzt bei uns aus unserer Einheit in Deutschland, oder treffen sich zusammen und gucken an, was ist so State of the Art. Sie definieren aber auch Security-Trainings. Und dieses Kompetenzcenter kann auch dann als Schiedsgericht eintreten, wenn ein Entwickler sich mit einem QA-Ingenieur streitet und beide berichten zu derselben Person. Ah ja, okay. Da hast du quasi dann da die andere Zuordnung dann noch. Genau. Und was so ein ganz spannendes Thema war, wo ich so sage, das ist super interessant, ist halt der Punkt, wie wir die Trainings durchgeführt haben. Also wir haben einen Prozess eingeführt, wenn du mich jetzt fragen würdest, das war die Frage, wo ich am meisten Angst hatte, wie fangen wir an? Ja. Wie haben wir angefangen? Du übrigens, wie fangt ihr an? Ja, genau. Wie habt ihr angefangen? Der Punkt ist, angefangen haben wir relativ einfach. Wir haben eine Person benannt. Der hatte jetzt das Glück, der hat das Interesse gehabt, dass er sich stark mit Security vorher auch auseinandergesetzt hat. Das bin nicht ich. Also bei uns sind mehrere Prozessmanager, die aus den unterschiedlichen Bereichen kommen. Und
diese eine Person hat vollumfänglich sich erstmal angeguckt, was ist für Security wichtig. Ne? Wir selber haben eine Muttergesellschaft, das ist die Vago Kontakttechnik, die unter anderem auch einen zertifizierten Prozess haben und die kommen aus Automatisierung. Das war, der 62443 ist interessant, ne, für uns, war aber nicht das ausschlaggebende Punkt, ihn umzusetzen, aber er passte sehr gut zu uns. Das heißt, wir haben als erstes natürlich eine Gap-Analysis gemacht. Wir haben unseren bestehenden Prozess genommen, wir haben schon damals Security mehr im Bereich von den Qualitätsattributen betrachtet. Das heißt, es ist implizit mit. Wir haben es nicht besonders gekennzeichnet. Jetzt ist es ja so, wir kennzeichnen die Sachen. Security Requirement geht um Security Feature und die Tests, die das testen, sind eindeutig damit verlinkt und sind auch als Security relevant gemarkt. Und nur Leute, die quasi qualifiziert sind, auch die Trainings durchlaufen haben, dürfen quasi auch die Testcases erstellen, beziehungsweise wenn man nicht die Qualifikation hat, müssen sie gereviewt werden. Ja. So. Und diese Person hat halt eine Gap-Analysis gemacht, geguckt, was haben wir schon, und was bildet sich an. Und dann haben wir quasi das Delta aufgebaut. Deswegen kann ich jedem nur raten, seinen vorhandenen Prozess angucken, in welchen Prozess möchte ich rein und wie hoch ist das Delta, wie hoch sind die Kosten, lohnt sich das, weil teilweise wenn man bestimmte Normen und Standards sich anguckt, kann das auch sein, dass da nur ganz im Nebensatz eine andere Norm erwähnt wird, die wieder einen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Und für uns war halt wegen unserer Muttergesellschaft die 62443-4-1 irgendwie schön. Und die Anforderungen haben wir dann gleich aus der 2 mitgenommen und haben sie um unsere Anforderungen ergänzt. Was wir eigentlich hauptsächlich neu eingeführt haben, wir sind also sehr agil unterwegs, wir haben einen schönen Scrum-Prozess, Definition of Done, wir hatten schon immer Requirements Engineering-Prozess, auch Implementation, den Implementation-Prozess haben wir neu aufgebaut dafür, der vorgab, dass Pull-Requests durchgeführt werden, also hatten wir vorher auch, aber wir haben es halt runtergeschrieben und dass bestimmte Best Practices einzuhalten sind. Das betrifft einerseits bei der Implementierung. Aber wir sind ja hier zum Glück auf dem QS-Tag, aber auch die Qualitätsingenieure. Das heißt, wir haben uns dann überlegt, welche Trainings brauchen wir das? Da wurden dann halt wieder alle Prozessmanager mit ins Boot geholt. Und das heißt, wir hatten zwar einen allumfänglichen, der das getrieben hat, aber alle anderen haben zugearbeitet. Und dann war jetzt so die Überlegung, okay, wir fangen erstmal mit den Prozesstrainings an, holen die Leute ab. So, das ist mal erstmal langweilig. Die Leute erstmal, ihr müsst in einem neuen Prozess arbeiten. Die Prozesstrainings wurden dann halt für die Entwickler, für die Requirements Engineers, also POs nenne ich sie mal, entwickelt oder auch für die Core-Ingenieure. Die Core-Ingenieure hatten das Glück, dass sie sich die ganzen Prozesstrainings von POs und quasi Development angucken mussten. Aus dem Grunde, damit sie lernen, was kommt auf sie aus diesen Prozessen zu. Wir haben ja vorhin gelernt, wenn ich ein Security-Feature habe, das ist ja mehr so im Bereich des POs, muss ich das auch reviewen, dann weiß er, das kommt so auf mich zu. Das war so die eine Seite. Das heißt, alle wurden über den Prozess nochmal aufgefrischt, was sehr, sehr schön ist. Weil, ich habe ja gesagt, unsere Anpassungen waren gar nicht so ganz so groß, aber man hat ja so einen Prozess, der die Jahre sich entwickelt hat und es ist nicht jeder aware. Viele denken gar nicht mehr dran, was die da eigentlich machen den ganzen Tag. Genau, und somit hatten wir einmal die Möglichkeit, das nochmal alles zu wiederholen. So. Das war so der eine Punkt. Der andere Punkt war, wir selber sind so ein kleines mittelständisches Unternehmen. Ja, wir haben 4 Standorte, einen in Hannover, einen in St. Georgen, wo unser Hauptstandort ist. Also wir heißen M&M Software GmbH. Und wir haben aber auch Niederlassungen in China und Indien. Ja, und da galt es, die auch nochmal mit abzuholen. Das heißt, wir haben denen dann auch nochmal vermittelt, warum machen wir sowas in der EU? Ne? Bei denen sind die Märkte ja teilweise härter und wie die da testen, das für den Local-Markt ist ein bisschen anders, als was sie hier machen. Und das heißt, wir mussten die auch überzeugen. Das heißt, man hat die Prozesstraining schon immer so gestaltet, dass man auch versucht, Leute zu überzeugen, dass es sinnhaft ist, Security in seine Produkte einzubauen. So. Das ist so das eine, das waren die Prozesstrainings. Das heißt, jede, ich nenne es mal, Prozesseinheit hat ihre eigenen Trainings gehabt. Und jetzt ging es darum, wir mussten aber auch noch andere Trainings machen, wie zum Beispiel Secured Coding. Was sind die Standards? Das heißt, da haben wir uns was gemacht. Und dann hat man eine richtig tolle Idee. Wir rennen erstmal los und wir machen alle die CT-Sec. Das heißt, wir sind jetzt total
die Security-Experten. Die Schulung ist wunderbar. Also wir haben aber das so gemacht, wir haben erstmal so, ich nenne es mal Bunch of Senior Quality Engineers genommen, die sind in die Schulung reingegangen und haben sich die angehört. Wir haben natürlich schon auch Experten gehabt und haben uns dann zusammengesetzt. Ja, wie weit hilft uns jetzt diese Schulung weiter? Soll die jeder im Unternehmen machen? China, Indien? Also es geht ja in China schon los, dass man CT-Sec da zum Beispiel gar nicht bekommt als Schulung. Weiß nicht warum, aber gibt es nicht. Ne? Und dann haben wir uns überlegt, und es ist eine sehr abstrakte Schulung. Heißt, persönlich nimmt man sehr, 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 sehr viel aus dieser Schulung mit. Das heißt, aber wenn ich jetzt ein Security Requirement, das ist ja immer der ursprüngliche Input habe, das zu einem Feature geführt hat. Und ich soll jetzt das testen. Das heißt, ich muss mich in jedes Security Requirement wieder reindenken. Jeder Mitarbeiter. Also jeder QA-Ingenieur muss nochmal neu reindenken. Was ist jetzt das Besondere daran? Ne? Wie kann ich das abtesten? Was sind die Abuse-Tests? Einerseits haben wir zwar Best Practices geschrieben am Anfang. Ne? Wie kann ich sowas machen? Statische Analyse-Tools draus loslaufen lassen. Ne? Oder wie kann ich ein Threat mitigieren? Wir haben ja auch vorhin gelernt, Security-Features können aus Threat-Modellen entstehen. Das heißt, man muss sich jedes Mal irgendwie reindenken. Und das muss jeder machen. Das kostet irgendwie Zeit und Geld. Und wie geht man daran? Dann saß ich mit ein oder zwei Leuten in einer Runde, die schon aus so einem anderen zertifizierten Prozess kommen, auch gearbeitet haben unter dem. Und die haben gesagt, weißt du was? Wir nehmen jede einzelne Anforderung bei uns im Unternehmen, die security relevant ist, also so ein Requirement, und zerlegen das einfach. Weil, das muss man auch so dazu sagen, wir hatten auch eine Implementation Guidance für viele der Requirements, damit die Entwickler wissen, wie sie die umsetzen können. Und wir haben gesagt, wir machen das genauso. Wir schreiben ein Pseudo-Feature dafür. Das heißt, wir gucken uns das Requirement an, was erfordert das. Ne? Und dann haben wir quasi ein Feature entwickelt und dann haben wir gesagt, was sind die Test-Conditions, ne? Test-Objectives dabei und dann noch mal ein paar Beispiel-Test-Cases. Und das haben wir dann einen großen Wiki hinterlegt. Und da haben wir dann so 7 pro Trainings gemacht, die quasi auf alle Requirements, die wir haben, aus der 64443 4-2 kam, die aus dem CRA noch kommen, dieses kleine Delta, die aus unseren hausinternen Requirements kommen, und was uns sonst noch so eingefallen ist, und haben da diesen Fundus aufgebaut. Und es durfte jeder daran teilhaben und sich das angucken. Und der Witz an der Sache ist, das hilft wirklich. Also wenn man jetzt Audit-Logging macht, wie soll ich denn das jetzt testen? Und dann ich guck mal da rein, ne? Das sind ja nur Ideen, das sind so Ideen, worum ging es nochmal, ne? Was ist so die Quintessenz? Und es hilft schon enorm weiter. Ja, man hat immer eine Referenz auch, ne? Man kann da noch mal nachgucken, ne? Genau. Und ein anderes Element, was wir wiederbeleben konnten, ich darf nicht so weit weggehen vom Mikrofon, merke ich. Ein anderes Element, was wir wiederbelebt haben, war, es stand schon immer bei uns drin, man sollte für ein PBI, das ist bei uns mein Produkt-Backlog-Item, ist die unterste Ebene, um ein Feature umzusetzen, wie wenn man ein Export-Import-Feature hat, wäre ein PBI einmal Export und das andere Import. Das heißt, es beschreibt, wie man zum Beispiel Eigenschaften eines Features umsetzen kann. So, und das Test Collaboration Meeting sieht vor, dass sich die Entwickler eines PBIs mit dem QA-Ingenieur, da zitiere ich es aus die Christine Pinto, die das letztens so schön gesagt hat, der QA-Ingenieur fungiert dort als Quality Coach. Das ist das Ideale. Der diskutiert mit den Entwicklern, wie sie das testen wollen. Weil der QA-Ingenieur hat ja meistens nur die, ich nenne es mal Akzeptanztestsicht, weil die POs es vielleicht fachlich geschrieben haben. Und die Entwickler haben halt das Wissen, wie sie die Spezifikation machen. Und ein Arbeitskollege, der hat auch so letztens gesagt, eigentlich ist doch jedes PBI wie so ein kleines Wasserfallmodell. Man hat ja so seine Akzeptanzkriterien, die man umgesetzt haben möchte. Man macht so ein kleines Systemdesign. Dann geht es ein bisschen runter auf die Komponentenebene, die über Integrationstests abgetestet werden können. Und dann hat man die Unit-Test-Ebene. Idee von diesem Test-Collaboration-Meeting ist, dass es einen engen Austausch gibt. Erstmal, ob das PBI verstanden worden ist, ob noch Fragen offen sind. Da konnte man dann wieder die Runde zum PO machen, um halt alles Unklare auszuräumen. Und dann konnte man auch so sagen, welche Testarten wollen wir nehmen, welche Verfahren wollen wir nehmen und was machen wir auf welchem Verfahren. Weil, wenn wir jetzt ehrlich sind, Akzeptanztests sind
schön, ne? Aber manuelle Akzeptanztests sind relativ teuer. Das heißt, man sollte eher überlegen, wie man durch geschicktes Schneiden diesen Aufwand minimiert, weil der kommt ja immer wieder. Ne? Das haben wir auch gerade gehört. Ne? Es kommen immer mehr Sachen dazu und immer mehr manuelle Tests. Die Idee ist halt, dass man möglichst viele Permutationen auf untersten Ebenen testet. Da haben wir ja unseren Unit-Test, die Integrationstests, dann diese End-to-End-Workflow-Tests, sagen wir mal noch ohne UI, dann vielleicht automatisierte UI-Tests und dann auch das, sagen wir mal, nur noch vielleicht einen Abuse-Test, ne, nochmal auf Oberebene oder einen explorativen Test oben raufsetzt. Weil meistens hat man ja den normalen Workflow schon 30 Mal durchgetestet, den sich ein PO wünscht und der ist Common Sense. Ich neige dazu, den Leuten zu empfehlen, seht zu, dass ihr das irgendwie automatisiert bekommt, ne, und aber vernünftig. Und macht dann lieber einen vernünftigen explorativen Test, um das nochmal abzunehmen und zu gucken, was kaputt gegangen ist. Das wäre so meine Idee. Das klingt ja, also das ist ja ganz spannend, weil ihr habt ja diese Transformation von dem Prozess, also quasi den Prozess zu implementieren, euch ja dann dafür auch genutzt, zum einen Awareness zu schaffen für das, was ihr schon tut, ne, da wieder klar zu, aber zum anderen auch quasi dieses ganze Thema der Kollaboration, diese Zusammenarbeit an Themen ja nochmal so ein bisschen zu intensivieren. Ne. Das würde man ja jetzt an einer Norm nicht unbedingt vermuten, ne, dass das da rauskommt. Also finde ich eigentlich einen schönen Output. Genau, und das Schöne ist an diesen Test Collaboration Meetings, steht eigentlich auch drin, ne, dass man es dokumentieren muss. Damit hat man auch seine Teststrategie. Ne? Also das heißt, so eine Teststrategie für ein PBI und es sollte keine Überraschung geben. Und auf dieser Teststrategie kann dann quasi auch unter anderem, weiß jetzt der Core-Ingenieur, unter anderem schreibe ich jetzt mal ein paar Testcases, ne, die das auch ein Design für einen Integrationstest sein kann. Der QA-Ingenieur muss ja jetzt nicht unbedingt einen Integrationstest schreiben, weil meistens sind die ja sehr hochtechnisch, aber er kann ja sagen, welche Schritte zu berücksichtigen sind, auch unter Security-Aspekten. Und dann kann der Entwickler quasi anhand dieser Teststeps den auch umsetzen und später dann auch wieder verknüpfen. Und der Vorteil ist, die Entwickler machen ja auch ein Detaildesign für ihre Umsetzung. Das heißt, alle arbeiten dann daran zusammen. Der eine schreibt, sagen wir mal, ich nenne es mal die einzelnen Testcases, schreibt vielleicht auch automatisierte Tests. Ne? Und die Developer sind auch in der Lage, dann das umzusetzen. Und wichtig ist halt, dass es kann auch sein, dass mal wer, der nicht die Qualifikation hat, einen Testcase schreibt, dann kann aber einer mit Qualifikation ihn abnehmen. Das sollte schon immer gewährleistet sein. Und ja, dann beim Pull-Request sollte es dann nicht sein, dass man dann irgendwie noch was findet, weil jedem ist das bewusst. Aber es sind halt so interessante Sachen. Also wir haben festgestellt, wenn beim Pull-Request viele Issues aufgetreten sind, dann hat quasi zum Beispiel ein Entwickler, der gesagt hat, ich gebe es jetzt im Pull-Request, gar nicht getestet, ob das noch läuft, obwohl alles irgendwo runtergeschrieben war, es entweder nicht sauber runtergeschrieben war. Oder was auch interessant war, einer hat mal reingeschrieben, Abuse-Tests sind über Integration-Tests zu schreiben oder Permutationen sind über Integration-Tests. Und dann kam ein Entwickler, aber es fördert die Kommunikation. Welche Integration-Tests soll ich eigentlich schreiben? Also sie sagen dann schon mal selber Bescheid. Aber das Ziel ist, es kommen nicht mehr so viele Überraschungen. Also es sollte nicht mehr am Ende des Pull-Requests irgendeine Frage, wenn der Koala durchgeht, auftreten. Hallo, lieber PO, soll sich das so verhalten? Weil soll sich das so verhalten, sollte in diesem Test-Collaboration-Meeting eigentlich schon alles geklärt worden sein. Also Hauptziel ist eigentlich ein Shift-Left zu erreichen. Das ist ja eigentlich auch das, was ja auch im Kern ja auch über den CRA reinkommt, dass man sich erst nicht am Schluss irgendwie beim Pentest mit Security beschäftigt, sondern eigentlich über den ganzen Prozess. Also das hast du jetzt, finde ich, total plakativ beschrieben, wie dieses Thema einfach immer wieder bearbeitet und dann eigentlich am Schluss, wie du sagst, nichts mehr passieren sollte, sondern eigentlich schon vorher alles geklärt ist. Ja, du sagst gerade Pentest. Den Pentest bezüglich Unabhängigkeit lagern wir komplett aus zu einem akkreditierten Partner, der quasi dann auch wieder die Abnahme macht. Dann kriegt man eine wirklich objektive Meinung von seinen Sachen. Und das ist schon immer spannend, was man da nochmal drin liest. Jetzt habt ihr ja quasi von der Gap-Analyse bis zur Umsetzung Trainings und auch diese Meetings aufsetzen, diese Intensivität. Was war denn das für ein Zeitraum, in dem ihr das quasi jetzt so umgesetzt habt? Sagen wir mal so. Es geht ja darum, ich würde mal so sagen, die Umsetzung war 1 Jahr. Ohne die Trainings. Ja. Also das heißt, den Prozess hatten wir eigentlich
hatten wir dann relativ zeitnah umgesetzt gehabt. Ich weiß nicht, wie lange unser, ich nenne es mal Dis-Officer, dran gesessen hat, sich das alles auszudenken, die Leute reinzuholen. Aber ja, grob würde ich mal so ein Jahr sagen. Ne? Weil die Prozesstrainings sind relativ einfach zu erstellen. Viel schwieriger sind die dedizierten Trainings. Natürlich kann man abkürzen und sagen, oh, wir machen da jetzt so Minimaltraining. Ja. Ne? Aber das ist ja, wir haben bei uns stehen auf der Seite, dass wir verantwortungsvoll sind. Und verantwortungsvoll heißt, dass man sich auch Gedanken macht, können wir am nächsten Tag noch in den Spiegel gucken und wollen wir das wirklich? Und das heißt, wir haben wirklich, glaube ich, viel Geld in die Hand genommen, dass die Secure Coding Sessions gemacht haben. Die Architekten haben noch, glaube ich, die WebSec durchlaufen. Ne? Also das heißt, es gibt schon einige Programme bei uns. Und das ist so einer der Hauptpunkte. Ne? Warum liebst du die Norm jetzt? Ja, weil das Schöne ist, erstmal kann ich darüber erzählen. Ja. Das ist ja schon mal was. Ne? Der Punkt ist, alle haben, das habe ich damals beobachtet. Ich bin ja selber, ich komme ja aus der reinen Softwareentwicklung und bin ich immer in den QS-Bereich mehr abgedriftet. Und da war ein wirklich sehr guter Mensch, der Michael Rombach, wenn ich ihn hier nennen darf, der hat auch den Prozess unter anderem aufgebaut. Und ich habe später diesen Prozess bei Übergang in 62443 halt übernommen. Aus dem Grunde ist halt in Rente gegangen, das kann man ihn auch nicht verwehren. So. Passiert irgendwann. Genau. Und dadurch habe ich dann gesehen, was ich aber damals schon beobachtet habe, wo er ihn immer vorgestellt hat, dass die Leute immer sich das angehört haben. Und dann, wenn man sie dann darauf angesprochen hat, dann setze das um. Ja, was soll ich denn umsetzen? Ja, das hat letzte Woche, da hieß es noch nicht bei uns Kompetenzcenter, da hieß es Test-Community. Das wurde doch lang und breit erzählt, ne? Dass man neben einem QA-Plan, was bei uns das Testkonzept ist, zum Beispiel einen Testplan zu erstellen ist. Ein Testplan ist ein Azure DevOps-Item, was für ein Release die Testcases beinhaltet. Ne? Und da gab es ausführliche Dokumentationen dazu und manche haben es nicht gelesen. Und was ich cool gefunden habe, war, dass den Leuten, alle, die schon etwas älter waren, die haben nach dem Prozess irgendwie implizit gearbeitet, aber nochmal zu vermitteln, dass es ihn noch gibt, wo sie ihn wiederfinden, was sich geändert hat. Und die Traceability zu schaffen, das ist so, glaube ich, das ist so das Hauptproblem. Die Traceability, das Bewusstsein, warum ist das wichtig? Und auch den Leuten mal sagen, wenn das keiner nachvollziehen kann, was sie auf den Markt bringen, und es kommt wirklich zu einem Unfall. Was weiß ich es? Dann wird da reingeguckt, das Design sagt, es sollte sicher sein, die Entwicklung sagt so, das sollte sicher. Es gibt hier einen Test, der sollte das eigentlich machen. Und das sieht halt zum Beispiel dann doof aus, wenn man allein sagt, der Test ist passed. Aber ein Test besteht aus Steps. Und bei den Security ist es schon auch wichtig, die Steps, damit man sagen kann, ich habe das wirklich geprüft. Darum geht es, dieses Misstrauensvotum auszuräumen. Wenn ich pauschal sage, der ist passed und habe das wirklich nicht getestet, wie kann ich das machen? Und dieses Bewusstsein zu schaffen, das hat dann halt Spaß gemacht. Aber man arbeitet halt immer noch dran. Es ist so ein lebender Prozess. Deswegen machen wir auch interne Audits, wo wir unsere hausinternen Projekte uns angucken. Sind sie jetzt prozesskonform? Welche Probleme haben sie? Das ist viel interessanter, das auch zu sehen, weil der 62443 sieht auch vor, dass man sich verbessert, dass man reflektiert. Und da kriegt man dann auch das Feedback, wo die Leute ihre Probleme haben. Das heißt, man hat eigentlich eine kontinuierliche Verbesserung und kann die Leute immer wieder, Audits sind nicht schön, aber wir sagen aber auch, dass es mehr so, wie Ratschläge einfach so nochmal extern raufgehen, weil man möchte sie nicht alleine lassen, weil ab einer gewissen Firmengröße lässt man sie loslaufen und dann gibt es auch manchmal das Unwohlsein, machen wir jetzt das Richtige und es hilft halt wieder, die Augen dann zu öffnen. Finde ich super spannend, dass ihr das geschafft habt, dass ihr eine Norm quasi so in einen praktischen Modus zu bekommen, dass sie wirklich auch einen Nutzen bringt und ihr diese Dinge nochmal reflektiert und schaut, dass ihr das unbedingt da quasi wirklich auch einen Wert daraus zu ziehen und nicht nur um die Norm zu erfüllen, sondern auch wirklich was Praktisches damit zu heben. Das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken daraus. Ne? Ja. Nee, und deswegen hatte ich mir so gedacht, das könnte man auch mal anderen Leuten so erzählen oder teilhaben lassen. Das war der Grund, warum ich hier heute auf dem QS-Tag zugegen war und versucht habe, Leute noch zu überzeugen, wie wichtig das ist. Ne? Aber man muss es halt leben. Ne? Es ist auch irgendwie, wenn man es
interessant gestaltet ist es auch gar nicht so trocken. Ne? Also, ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst, ne? Dass man halt, wenn man so eine Norm sieht, so, da schläft einem schon das Gesicht ein, wenn man nur dran denkt. Ne? Aber ihr habt es ja geschafft, das auch ein bisschen lebendiger zu gestalten, ne? Auch quasi Dinge wieder nach oben zu holen, die vielleicht schon ein bisschen vergessen zu waren, und deswegen hilft das dann auch. Ne? Was einen hilft, ist, man macht ja erstmal einen Vorschlag, wie man seinen Prozess anpassen möchte, und mit denen geht man jetzt zum TÜV, der macht eine Vorprüfung. Der darf ja nicht beraten, das ist ja in Ordnung, aber er kann ja Feedback geben. Ne? Also er kann ja die Hände über den Kopf zusammenschlagen, das ist ja ist auch ein Feedback. ist auch ein Feedback, ne? Aber wie gesagt, das hilft einem auch, ne? Zu sehen, wo achtet der TÜV drauf, was lässt sich der TÜV zeigen. Das sind halt auch gute Indikatoren, damit man weiß, wenn es denn zum Audit kommt, was ist. Natürlich hat man wahrscheinlich auch Abweichungen. Dann muss man sich überlegen, bei einer Rezertifizierung noch einmal im Jahr, ne? Also das nicht Rezertifizierung, man hat ein Jahr später nochmal wieder so eine Prüfung, ne? Dass man auf jeden Fall die Abweichung behoben hat, dass man sie adäquat angegangen ist, finde ich auch gut. Aber es ist halt vermessen zu sagen, man schafft es beim ersten Mal und es fällt gar nichts auf. Ja. Ne? Ist ja auch ein Lernprozess dahinter, ne? Also ja, genau. No. Aber das Wichtige ist halt, dass man sich das Feedback auch ernst nimmt. Und dass man sagt, okay, und das ist auch das, wo es lebt. Ne? Man muss halt überlegen, wie geht man auch mit dem Alltag da um und was sind die Probleme von den Leuten, die in diesem Prozess leben. Ne? Es wird halt immer spannender, je kleiner die Projekte werden. Ne? Sind es so ganz normale große Projekte, ne, dann etabliert sich das sehr, sehr schnell. Ne, und bei den kleinen, da hat man dann eher so die Aussage, müssen wir wirklich ein Testkonzept schreiben. Ne? Also, das ist halt für so ein kleines Projekt auch oft viel Overhead, der da entsteht und den man da eigentlich machen muss, ne? Wo vielleicht überlegt, was ist denn wirklich der Nutzen dann davon. Ne? Genau, aber deswegen haben wir auch gesagt, bei uns heißt es QA-Plan, das ist wie so ein Master-Testkonzept und Stufentestkonzept in ein. Das ist relativ weit ausgeführt, genau auf unseren Prozess angepasst. Da gilt es dann halt durch die Kapitel zu gehen. Ne? Es ist sehr stark vorausgefüllt und verweist sehr viel auf unsere Prozeduren, die wir haben. Hilft aber relativ schnell für kleine Projekte auch durchzugehen und die Sachen zu machen. Und dann gibt es halt noch das Projekthandbuch, dann gibt es auch nochmal das Secure Context Environment Dokument. Ne? Wahrscheinlich habe ich es gerade falsch ausgesprochen, aber egal, es gibt halt ein paar wichtige Dokumente, die gilt es dann auch zu liefern. Ne? Und super. Deswegen. Holger, vielen lieben Dank für die Einblicke da. Ich hoffe, da konnte man jetzt den einen oder anderen inspirieren, mal auch sich wieder mit dem Thema Norm zu beschäftigen und ob man dann gerade Security-mäßig, da ist natürlich für viele auch ein Muss, ne? Aber auch gibt ja auch andere Prozessnormen, das vielleicht mal ein bisschen mit Freude und Engagement anzugehen und auch die schönen Sachen da rauszuheben und das nicht nur als Papierware zu sehen. Ich hoffe, da konnte man vielleicht den einen oder anderen Impuls sehen. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Und mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ja, war eine schöne Sache. Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß hier am QS-Tag. Heute geht es ja gleich in die Abendveranstaltung, das wird ja sicher auch nett. Und morgen haben wir noch einen Tag hier auf der Konferenz. Und bis dahin alles Gute und bis bald. Vielen Dank. Ne? Bis bald. Bis bald.